Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg. Wie man den Teufel in sich selbst besiegt von Napoleon Hill ist ein faszinierendes Werk, das tief in die Psyche des Menschen eindringt und den Leser dazu anregt, über eigene Glaubenssätze, Ängste und begrenzende Denkmuster nachzudenken. Napoleon Hill, bekannt durch seinen Klassiker Denke nach und werde reich, schrieb dieses Werk ursprünglich bereits 1938 nach einem intensiven Interview mit dem Symbol für das Böse, dem Teufel. Das Manuskript wurde Jahrzehnte zurückgehalten, bis es entdeckt und veröffentlicht wurde. In diesem Buch präsentiert Hill die inneren Blockaden und negativen Kräfte, die jeden Menschen daran hindern, sein volles Potenzial und wahre Freiheit zu entfalten. Es richtet sich an alle, die bereit sind, einen ehrlichen Blick auf sich selbst zu werfen, ihren inneren Saboteur zu entlarven und neue Wege zu wahrer Selbstverwirklichung und Erfolg zu finden. Wer dieses Buch zur Hand nimmt, begibt sich auf eine Reise ins eigene Bewusstsein, bei der es darum geht, die eigenen Ängste zu überlisten, die Kontrolle über die Gedanken zurückzugewinnen und sich aktiv für ein erfülltes Leben zu entscheiden. Der Ansatz von Hill ist dabei nicht rein theoretisch, sondern bietet praxiserprobte Methoden, um alltägliche mentale Hindernisse systematisch zu überwinden und nachhaltigen Erfolg im Beruf und Privatleben zu erlangen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Macht der Angst verstehen. Im Buch analysiert Napoleon Hill die zentrale Rolle der Angst im Leben jedes Menschen. Er beschreibt, wie Angst, in verschiedenen Formen wie Angst vor Armut, Kritik oder Versagen, die größte Waffe des sogenannten Teufels ist. Hill entlarvt, dass viele unserer Entscheidungen aus Angst getroffen werden und uns dadurch in einem Kreislauf von Zweifel, Zögern und Mittelmäßigkeit gefangen halten. Durch seine Gespräche mit dem Teufel zeigt er auf, wie diese Ängste meist unbewusst übernommen und durch Gesellschaft, Erziehung und eigene Erfahrungen verstärkt werden. Er legt dar, dass ein bewusster Umgang mit diesen Ängsten sowie ihre Identifikation der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zu wahrer Freiheit und Selbstbestimmung ist. Hill bietet im weiteren Verlauf konkrete Strategien, um diese Ängste zu entlarven, zu analysieren und gezielt abzubauen. So legt er die Grundlage für einen selbstbestimmten Lebensweg, der von innerer Ruhe und Zuversicht geprägt ist. Zweitens: Eigenverantwortung und Selbstkontrolle. Ein zentrales Thema ist die Bedeutung von Eigenverantwortung und Selbstkontrolle im persönlichen und beruflichen Leben. Laut Hill beginnt wirklicher Erfolg immer bei uns selbst und bei der Kontrolle unserer eigenen Gedanken. Er warnt vor den Gefahren des sogenannten Driftens, also einem Leben im Autopilotmodus, in dem wir uns von äußeren Umständen steuern lassen, statt selbst aktiv zu gestalten. Der Autor erläutert, wie mentale Disziplin, bewusstes Denken und konstruktive Zielsetzungen die entscheidenden Waffen gegen innere und äußere Saboteure sind. Dabei hebt er hervor, wie wichtig es ist, sich selbst regelmäßig zu reflektieren, die eigene Lebensrichtung zu hinterfragen und die Verantwortung für das eigene Glück nicht an andere abzugeben. Durch konkrete Übungen und Reflexionsfragen zeigt Hill den Weg, Selbstkontrolle in den Alltag zu integrieren und Rückschläge als Wachstumschancen zu nutzen. Drittens: Die Kraft bewusster Entscheidungen. Napoleon Hill vertritt die Überzeugung, dass die Qualität unseres Lebens in erster Linie das Ergebnis unserer Entscheidungen ist. Im Buch verdeutlicht er, wie bewusst getroffene Entscheidungen uns aus der Opferrolle bringen und zum aktiven Schöpfer unseres Lebens machen. Der Autor deckt auf, wie viele Menschen es gewohnt sind, sich treiben zu lassen, statt sich klar für einen bestimmten Weg zu entscheiden. Er beschreibt den Prozess, wie man destruktive Muster erkennt und durch neue, konstruktive Entscheidungen ersetzt. Anhand zahlreicher Beispiele und praktischer Tipps wird deutlich, dass jede kleine Entscheidung, ob im Alltag oder bei großen Lebensfragen, entweder zu mehr Freiheit und Erfolg oder in Abhängigkeit und Stillstand führt. Hill ermutigt dazu, öfter bewusst innezuhalten und abzuwägen, ob die eigenen Entscheidungen von Angst oder von Mut und Zielstrebigkeit geleitet sind. Viertens:
mentale Blockaden und destruktive Glaubenssätze überwinden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, mentale Blockaden sowie einschränkende Überzeugungen zu identifizieren und langfristig zu verändern. Hill erklärt, dass die meisten Menschen von Kindheit an bestimmte Vorstellungen über sich selbst und die Welt übernommen haben, die sie im Erwachsenenalter unbewusst steuern. Diese Glaubenssätze können wie unsichtbare Ketten wirken, die Potenziale begrenzen und Lebensfreude rauben. Im Buch werden Methoden zur Bewusstmachung und Transformation dieser Glaubenssätze detailliert beschrieben, etwa durch Selbstreflexion, Affirmation und die bewusste Suche nach Gegenbeweisen. Hill betont, dass nachhaltige Veränderung nur dann möglich ist, wenn wir diese tief verwurzelten Gedankenmuster erkennen und durch förderliche Glaubenssätze ersetzen. So entsteht Schritt für Schritt ein neues, kraftvolles Selbstbild, das für Erfolg und Freiheit unerlässlich ist. Schließlich die Rolle von Zielsetzung und positiver Lebensgestaltung. Der abschließende große Themenkomplex bezieht sich auf die Kraft der richtigen Zielsetzung und deren Bedeutung für persönlichen und beruflichen Erfolg. Hill führt aus, wie wichtig es ist, konkrete, inspirierende und messbare Ziele zu formulieren, um sich gezielt auf Wachstumskurse zu begeben. Zielsetzung gibt dem Leben Richtung und motiviert, auch schwierige Phasen zu meistern. Der Autor präsentiert Werkzeuge zur klaren Zielbeschreibung sowie Methoden, um Fortschritte regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Zusätzlich rät Hill zu einer positiven Lebenseinstellung sowie der bewussten Suche nach Chancen im Alltag. Er erläutert, wie ein optimistischer Fokus dabei hilft, auch Rückschläge als Teil des Entwicklungsprozesses zu sehen und weiterhin motiviert an sich zu arbeiten. Insgesamt zeigt dieser Abschnitt, dass konsequente Zielorientierung und Mentalhygiene die Basis für nachhaltigen Erfolg und persönliche Freiheit bilden. Zusammenfassend: Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg richtet sich insbesondere an Leser, die sich nicht länger von Ängsten, negativen Glaubenssätzen oder gesellschaftlichen Erwartungen bestimmen lassen wollen. Das Buch ist ideal für Menschen, die sich persönliche oder berufliche Weiterentwicklung wünschen und bereit sind, an ihren mentalen Einstellungen zu arbeiten. Besonders empfehlenswert ist das Werk für alle, die wiederkehrende Selbstzweifel, Blockaden oder wenig erfüllende Lebenssituationen hinter sich lassen möchten. Hill liefert nicht nur inspirierende Denkanstöße, sondern auch praxistaugliche Strategien, um aus alten Denkmustern auszubrechen und bewusster sowie erfolgreicher zu leben. Im Vergleich zu anderen Ratgebern überzeugt dieses Buch durch die originelle Darstellung eines Gesprächs mit dem Teufel, wodurch die psychologischen Mechanismen für innere Sabotage sehr anschaulich und nachvollziehbar werden. Die Mischung aus tiefgehender Reflexion, alltagsnahen Handlungsanleitungen und der motivierenden Sprache macht das Buch zu einem echten Werkzeug für jeden, der nachhaltig Veränderung sucht. Wer das Bedürfnis hat, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, Grenzen zu sprengen und das Optimum aus seinen Möglichkeiten herauszuholen, findet in diesem Werk einen wertvollen Begleiter. Ein Kauf lohnt sich besonders für all jene, die nicht nur lesen, sondern ihr Leben aktiv, erfolgreich und frei gestalten wollen. Wenn Sie unterstützen möchten Napoleon Hill, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.